Zwei Drittel der Menschen in Österreich leben in ländlichen Regionen, im Burgenland deutlich mehr. Für diese Menschen und ihre Zukunft tragen wir eine besondere Verantwortung, so ÖVP-Landesparteiobmann Thomas Steiner und ÖVP-Regionalsprecher Niki Berlakovich unisono. Wer im ländlichen Raum lebt, muss gleichwertige Chancen vorfinden wie im urbanen Gebiet. Das ist derzeit nicht so und betrifft vor allem die Gesundheitsversorgung, genauso wie Infrastruktur und Arbeitsplätze. Wir wollen daher Anreize schaffen, um den ländlichen Raum als attraktiven Wohn-, Arbeits- und Lebensraum zu erhalten, so Steiner. Sebastian Kurz hat dafür ein Programm vorgestellt, das 11 Punkte umfasst, um den ländlichen Raum noch mehr zu unterstützen. Viele Maßnahmen daraus finden sich auch im Plan für das Burgenland, der bereits vor einem Jahr vom Landesparteiobmann Thomas Steiner vorgestellt wurde. Nach der Pressekonferenz lud die ÖVP noch zu einem Imbiss bei den Wein- und Genusstagen in Eisenstadt ein. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Pressekonferenz. Ich freue mich, dass ich heute mit dem Präsidenten der Landwirtschaftskammer und mit unserem Nationalratsabgeordneten Niki Berlakovich, der ja auch Regionalsprecher unserer neuen Volkspartei ist, diese Pressekonferenz geben kann zu einem, wie ich denke, gerade für das Burgenland extrem wichtigen Thema, nämlich mit der Frage, wie können wir dem ländlichen Raum die Beachtung schenken, die er sich verdient, und was können wir tun, damit die Menschen im ländlichen Raum gleichwertige Chancen und gleichwertige Lebensbedingungen haben, wie Menschen, die im urbanen Bereich leben. Wir wissen ja, dass 2 Drittel der Österreicherinnen und Österreicher in ländlichen Regionen leben, und im Burgenland kann man wohl sagen, dass hier alle Burgenländerinnen und Burgenländer mehr oder weniger im ländlichen Raum beheimatet sind, weil ja unsere Städte jetzt auch nicht die großen urbanen Zentren sind, ob das jetzt Eisenstadt, Neusiedl, Mattersburg, Oberbad, Güsting-Jennersdorf oder Oberpullendorf ist. Das sind ja alles sehr, sehr kleine Städte, die man durchaus zum ländlichen Raum hinzuzählen kann. Für uns ist wichtig, dass die Menschen, die im ländlichen Raum leben, auch gleichwertige Lebensbedingungen haben. Wir haben das als Volkspartei Burgenland ja sehr stark in die politische Diskussion gebracht und haben auch einen Vorschlag gemacht, dass wir diesen Anspruch auf gleichwertige Lebensbedingungen auch in der Landesverfassung verankern, damit die Politik insgesamt sich auch selber verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen, die dafür notwendig sind, umzusetzen. Bei uns im Burgenland gibt es ja immer eine Nord-Süd-Diskussion. Es wird immer darüber gesprochen, dass die Menschen im Südburgenland aufgrund historischer Gegebenheiten, aufgrund der regionalen Gegebenheit benachteiligt sind, und das stimmt auch. Ich möchte das aber ein bisschen relativieren, denn der Niki Berlakovich kommt aus dem Bezirk Oberpullendorf, der ja üblicherweise nicht zum Südburgenland gezählt wird, aber auch im Bezirk Oberpullendorf haben wir ähnliche Probleme wie im Südburgenland, und es gibt auch kleinere Regionen im Nordburgenland, wo es einen massiven Nachholbedarf in vielen Fragen gibt, und daher sehe ich das Thema ländlicher Raum auf das ganze Burgenland sozusagen und auf die Menschen im ganzen Burgenland, und wir haben im Plan für das Burgenland, den ich vor etwa einem Jahr schon vorgestellt habe, viele Maßnahmen vorgesehen, die zu einem besseren Leben der Menschen führen sollen, und mich freut es ganz besonders, dass die Bundes-ÖVP, dass Sebastian Kurz einen 11-Punkte-Plan, ein 11-Punkte-Programm für den ländlichen Raum vorgestellt hat. Dieser Plan ist jetzt auch Teil des Programms der Gesamt-ÖVP, und einige Punkte, die sich darin finden, die sind auch schon im Plan für das Burgenland festgelegt. Und das ist etwas, was, glaube ich, notwendig ist, was wichtig ist, und wo wir uns als Burgenländer auch darüber freuen, dass unsere Vorschläge auch in der Bundespartei Gehör gefunden haben. Und da geht es insbesondere aus meiner Sicht, und das möchte ich jetzt, und auf 2, 3 Punkte möchte ich näher eingehen, auf Infrastrukturmaßnahmen. Wir müssen die grundlegenden Bereiche im Burgenland ausbauen, damit die Menschen, aber auch die Unternehmen das vorfinden, was sie auch wirklich brauchen, um hier im Land leben zu können, um hier im Land auch arbeiten zu können, um hier im Land auch unternehmerisch tätig werden zu können. Und das sind 2 große Bereiche aus meiner Sicht. Das eine ist der öffentliche Verkehr.
Wir wissen ja, dass wir im Burgenland in Wahrheit kein eigenständiges öffentliches Verkehrsmittel haben. Daher gibt es einen ganz konkreten Vorschlag von der ÖVP Burgenland, nämlich den sogenannten Burgenland-Bus flächendeckend einzuführen, wo es dann möglich ist, dass die Menschen ohne eigenen PKW mobil sein können, in den Gemeinden, zwischen den Gemeinden, zu den Hauptverkehrsknotenpunkten hin. Und das wäre und das ist eine ganz besondere Sache, die für die Menschen einen großen Gewinn an Lebensqualität bringen kann, aber auch natürlich hinsichtlich der Erreichbarkeit von Schulen, der Erreichbarkeit von Arbeitsplätzen sehr, sehr wesentlich sind. Der zweite Punkt, der für uns ohnehin seit Jahren auf der Agenda steht, ist die Frage des Breitbandausbaus, eines schnellen Internets im gesamten Burgenland. Hier haben wir wirklich massivsten Nachholbedarf und auch hier haben wir einen ganz konkreten Vorschlag gemacht, nämlich dass wir auch wie in anderen Bundesländern eine Infrastrukturgesellschaft seitens des Landes gründen, wo das Land mit Investitionen in Vorlage tritt, und zwar in Regionen, in Bereichen, wo es wirtschaftlich ganz einfach für Privatunternehmer sich nicht rechnet und wo aus diesem Grund auch dann keine entsprechenden Infrastrukturmaßnahmen gesetzt werden. Ich denke, das sind zwei große Punkte in diesem Programm für den ländlichen Raum. Es gibt aber natürlich noch viele, viele andere Themen wie die Frage der Auslagerung von Verwaltungseinheiten und so weiter, um ganz einfach einzelne Regionen zu beleben. Wir werden als Volkspartei Burgenland auf diesen Themen natürlich massiv dranbleiben und wir wollen auch im Zuge unserer Wahlwerbung für die Landtagswahl einen großen Schwerpunkt auf diese Themen legen. Wir wollen den Menschen im Burgenland auch näher bringen, dass sie der Volkspartei gerade in dieser Frage viel zutrauen können. Und wenn wir unser Ziel erreichen, nämlich wieder mehr Verantwortung zu haben, wieder in der Landesregierung vertreten zu sein, dann wollen wir das auch sehr rasch und sehr effizient auch umsetzen. Ich freue mich, dass ich heute mit dem Niki Berlakovich gemeinsam über dieses wichtige Thema reden kann. Wie gesagt, der Niki ist in zweifacher Funktion sozusagen wirklich der berufenste im Burgenland, der zum Thema ländlichen Raum auch seine Vorschläge bringen kann, als Präsident der Landwirtschaftskammer, aber natürlich auch als Abgeordneter. Und lieber Niki, ich darf dich jetzt versuchen, deine Schwerpunkte auch mitzuteilen. Ja, herzlichen Dank, Thomas. Meine sehr geehrten Damen und Herren, auch meinerseits einen schönen guten Tag. Als ÖVP-Regionalsprecher ist mir die Entwicklung des ländlichen Raums ganz wichtig. Weltweit ist es ja so, dass sich die Städte stärker entwickeln, der Zuzug in die Städte weltweit anhält, auch bei uns. Daher ist es eine große Herausforderung für den ländlichen Raum, was zu tun. Gerade gestern ist in Deutschland eine Studie präsentiert worden, die beleuchtet hat alle deutschen Regionen. Dort ist es so, dass sich natürlich die zentralen Städte sehr gut entwickeln, aber die ländlichen Regionen nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Westdeutschland haben Aufholbedarf. Aber das, was dort klar herausgekommen ist, ist, dass die Menschen im ländlichen Raum gern leben in Deutschland, dass aber die Bedingungen passen müssen. Die Großstädte haben wieder andere Herausforderungen dort, hohe Mietpreise, starkes Verkehrsaufkommen und so weiter. Und so, finde ich, ist es auch aufs Burgenland zutreffend. Auch die Menschen im ländlichen Raum, Burgenland ist ja de facto in seiner ganzen Länge bis auf die kleinste Großstadt der Welt, aber ja auch ländlicher Raum. In Österreich leben 2 Drittel der Menschen im ländlichen Raum, im Burgenland ja fast alle. Und auch im Burgenland leben die Menschen gern im ländlichen Raum. Sie fühlen sich wohl, sie wollen die Dorfgemeinschaft haben, die ihnen ja auch Sicherheit gibt, die ihnen Identität gibt, die ihnen Vertrauen gibt. Aber was die Menschen auch brauchen, ist Perspektiven, nicht nur dort zu leben, sondern auch arbeiten zu können, ordentliche Gesundheitsversorgung zu haben, entsprechendes öffentliches Verkehrsangebot zu haben, eben Infrastruktur zu haben, damit das Leben auch lebenswert ist im ländlichen Raum. Daher begrüßen wir das Programm von Sebastian Kurz für den ländlichen Raum, weil es darum geht, wie es Thomas Steiner schon gesagt hat, dass gleichwertige Lebensverhältnisse geschafft werden. Das ist eine Mega-Aufgabe, aber eine notwendige Aufgabe. Es kann nicht sein, dass irgendwann in einem Dorf nur mehr einzelne Menschen leben, die keine ordentliche Versorgung haben. In einem Wohlstandsland darf das nicht sein. Und dann darf ich ergänzend auch ein paar Punkte hervorheben, die wichtig sind, was gerade vor kurzem diskutiert wurde, die Neugestaltung des Pendlerpauschales.
es ist ja so, dass das gerade in Diskussion ist, auch in Bezug auf Klimaschutz. Jetzt sehen wir als Neue Volkspartei, ist es so, dass ökologische Aspekte beim Pendlerpauschale gar nicht berücksichtigt werden oder kaum berücksichtigt werden. Und unser Ansatz ist, dass man, wie es in einem Pendlerland ist, ja angewiesen ist aufs Auto oder auf den öffentlichen Verkehr, dass aber jene Menschen belohnt werden, die eben mehr den öffentlichen Verkehr nutzen oder die eben auf ein alternativ betriebenes, auf ein Elektroauto umsteigen. Das soll in Pendlerpauschale berücksichtigt werden und nicht jene, die ein großes, dickes Auto haben, dieselbe Pauschale bekommen. Also mehr ökologische Aspekte. Daher lehnen wir auch in dem Zusammenhang neue CO2-Steuern ab. Wir haben ja in Ansätzen CO2-Steuer, aber eine neue Belastung lehnen wir ab, wie sie gerade auch diskutiert wird in Österreich. Erster Punkt, in einem Pendlerland sind die Menschen angewiesen aufs Auto. Oft kommt man innerhalb des Burgenlands nicht von einem Zentralort in ein Dorf mit einem öffentlichen Verkehrsmittel und kann eben nur mit dem Auto fahren, die Pendler genauso. Aber auch das, was man bedenken muss, ist, dass der Anteil der Energiekosten an den Gesamtlebenskosten gerade für einkommensschwächere Menschen ein sehr hoher ist, der Anteil der Energiekosten. Und hier eine zusätzliche Belastung lehnen wir daher ab. Daher ist es wichtig, den ländlichen Raum dann zu stärken, wenn man keine neuen Belastungen macht, sondern eben den öffentlichen Verkehr ausbaut bzw. ökologische Aspekte berücksichtigt. Ein Punkt in diesem Programm ist daher auch Ausbauinfrastruktur, dass wir ein flächendeckendes Angebot von Elektrotankstellen haben und auch Wasserstofftankstellen. Da gibt es wohl einige im Burgenland, aber wir brauchen mehr, nicht nur in zentralen Dörfern, Gemeinden oder Städten, sondern auch in ländlichen Regionen, damit man auch dort die Elektromobilität forcieren kann. Sie wissen, der Verkehr ist jener Bereich, der die meisten CO2-Treibhausgase verursacht. Ein Punkt wurde schon von Thomas Steiner angesprochen, der Ausbau von Bürogemeinschaften und Telearbeit. Das, was in Ballungszentren bereits passiert ist, dass viele leerstehende Gebäude genutzt werden für moderne Arbeitsverhältnisse. Menschen, die nicht jetzt ein eigenes Büro haben oder ein Bürogebäude bauen wollen, nutzen in Form von Mietmodellen leerstehende Gebäude, um sich kurzfristig einzumieten und Projekte abzuarbeiten. In städtischen Regionen funktioniert das. Das sollte mehr auch in ländlichen Regionen gemacht werden, dass die Leute nicht pendeln müssen, sondern im Rahmen von Homeoffice, von Telearbeit zu Hause oder im Dorf, in der Gemeinde diese Arbeit erledigen zu können. Wir haben uns immer für den Erhalt der Ortskerne eingesetzt. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, aber neue Arbeitsformen, Bürogemeinschaften und Telearbeit sind so eine Möglichkeit dazu. Genauso auch die bereits erwähnte Auslagerung von Verwaltungstätigkeiten in ländliche Regionen. Das Burgenland ist nach wie vor ein sehr zentral verwaltetes Land und da würde es auch gut tun, wenn man in ländliche Regionen Verwaltungseinheiten rausbringt, um dort Menschen auch einen Arbeitsplatz in der Nähe anzubieten.